herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Norbis Kochstunde. Und dieses Mal machen wir einen richtig schnellen Kuchen. Das Originalrezept von diesem Kuchen hat eigentlich 3 Zutaten, aber aus einer Zutat mache ich nochmal 3 Zutaten, sodass mein Kuchen insgesamt 5 Zutaten hat. Aber das hat einen Grund. Eine Zutat sind zum Beispiel die Eier und die trennen wir jetzt. Und zwar insgesamt 5 Stück. Also wir benötigen nachher die Eigelbe und das Eiweiß. Und das Eiweiß geben wir in einen Pürierbehälter, weil das schlagen wir nachher zu Eischnee. Vorhin haben wir die 24er Springform mit Backpapier ausgestattet. Den Rand fetten wir dann noch mit viel Butter ein. Die Springform hüllen wir dann noch in mehrere Lagen Aluminiumpapier ein, weil nachher geben wir den Kuchen in ein Wasserbad und das Wasser darf nicht an die Springform gelangen. Gleich danach können wir dann schon mal die Eigelbe schaumig schlagen, beziehungsweise cremig. Anschließend geben wir dann den Frischkäse hinzu. Und auch den schlagen wir kräftig durch, weil der Teig, der muss nachher ultra homogen sein. Als nächste Zutat folgt dann die Sahne. Die schlagen wir steif und nehmen noch ein bisschen Puderzucker zur Hilfe. Und das ist der Unterschied zum 3-Zutaten-Kuchen. Ich habe die Kondensmilch gegen Sahne ausgetauscht, weil Kondensmilch kommt bei mir nicht in den Kuchen. Und damit der Kuchen noch ein bisschen fester wird, kommt die 5. Zutat noch hinzu, und zwar Stärke. Die gebe ich in die Sahne hinein. Also ich finde, das ist nicht viel mehr Aufwand, wie so eine gesüßte Kondensmilch. Die Sahne geben wir dann auch mit in die Rührschüssel hinein und rühren das Ganze wieder durch, aber dieses Mal von Hand. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an die Eiweiße erinnern. Die schlagen wir jetzt zu Eischnee und den restlichen Puderzucker, den geben wir dann auch noch hinzu. Diesen herrlich luftigen Eischnee heben wir dann vorsichtig unter den Teig. Ziel sollte es sein, dass der komplette Teig so richtig schön homogen ist. So, und dann kommt der Teig in die Springform hinein. Und wenn er dann komplett drin ist, dann nehmen wir den Kuchenschieber und glätten den Teig. Natürlich haben wir vorher schon mal den Ofen vorgeheizt auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Für ca. 45 Minuten belassen wir dann den Kuchen im Ofen. Wichtig ist jetzt, dass wir den Kuchen jetzt nicht auf ein Gitter stellen, sondern in ein Kuchenblech. Und dieses Kuchenblech, das füllen wir dann mit Wasser. Circa 1 bis 2 cm hoch sollte das Wasser sein. Aber nach der Zeit holen wir jetzt den Kuchen nicht gleich raus, sondern wir öffnen den Ofen für einen Spalt weit für 30 Minuten. Somit kann er ganz langsam abkühlen und die Form bleibt uns erhalten. Natürlich ist noch ein bisschen Wasser vorhanden, es ist nicht alles verdampft. Wenn der Kuchen dann draußen ist, dann entfernen wir natürlich die Aluminiumfolie. Und normalerweise, wenn er schön abkühlt, löst er sich auch selbstständig vom Rand. Man muss gar nicht nachhelfen. Und wenn wir dann den Rand der Springform wegmachen, dann sehen wir erstmal den Kuchen in der ganzen Schönheit. Richtig gut gelungen ist er. Dann schneiden wir uns natürlich ein schönes Stück ab und wir können diesen herrlich leckeren, luftigen, fluffigen Kuchen probieren. Also Leute, ich würde dringend empfehlen, ihr backt diesen herrlichen Kuchen nach. Der geht ganz einfach, hat anstatt 3 Zutaten 5 Zutaten. Wie schon gesagt, ich spare mir die Kondensmilch.
Ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ich würde mich auch natürlich super freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Also ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.